Hola amigos, willkommen auf das Video Nummer 2 von diesem Spring-Kurs. Und vorher, als wir in die Praxis gehen und das erste Programm mit dem Spring machen, ich weiß, dass viele von euch schon das machen, wir werden eine kleine Einführung in den Spring machen. Also, wir werden ein bisschen Theorie. Genau, in diesem Video werden wir erklären, was ist Spring und warum wir Spring am meisten verwenden oder warum wir am Spring bei meisten Vorstellungsgesprächen immer nachgefragt. Klären wir erstmal, was ist Spring? Spring ist ein Framework und dieses Framework liegt in Thread. Hier meine ich, dass meistens von Softwarelösungen mit Java werden mit dem Spring Framework durchgemacht oder programmiert. Aber es konnte sein, dass du vorher keine Erfahrung mit einem Framework hast und wenn ich sage, okay, Spring ist ein Framework und dieses Framework wird am meisten verwendet, sagt dir nichts. Deshalb klären wir erstmal, was ein Framework ist oder was bedeutet. Auf Deutsch heißt das Ganze erstmal Rahmenstruktur oder grundlegende Gerüst. Und ein Framework ist also eine Rahmenarbeit. Und diese Rahmenarbeit besteht auf Regeln und Werkzeugen. Das Ziel von einem Framework ist, unsere Arbeit oder Programmierarbeit zu erleichtern. Also das macht unser Leben als Programmierer noch einfacher. Und das ist das große Ziel von einem Framework. Und nicht verwechseln mit einer Library. Okay? Wenn das nun nicht klar ist, dann teile für euch einen Link zu einem anderes Video, wo sehr schön erklärt wird, was ist ein Spring, was ein Framework ist, okay? Okay. Dann schauen wir auch noch, was ist Spring. Spring ist auch eine Alternative zum Java Enterprise Edition. Heutzutage, wenn du ein Programm mit Java magst oder beginnst zu machen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Dann hast du entweder Java Enterprise Edition oder Spring. Ein Vorteil, wenn du es mit Spring machst, ist das mehr einfach und leichter als mit Java Enterprise Edition ist. Aber warum? Ja, das habe ich gerade gesagt, weil mir einfach und leichter ist. Aber schauen wir ein bisschen die Geschichte und auch woher kommt Spring. Bereits Ende der 90er Jahre entwickelte Sun Microsystems Java 2 Enterprise Edition. Also wenn du wolltest damals eine professionelle Java Anwendung machen, dann solltest du Java 2 Enterprise Edition verwenden. Und die Arbeit mit dieser Technologie war nicht leichter, besonders mit den nächsten Versionen, die gemacht haben. Und jedes Mal war mehr komplex, mehr schwer die Implementierung von dieser Technologie. Besonders die Arbeit mit den Enterprise Java Builds. Dieses Komponent war echt nicht einfach zu verwenden, hat auch viele Ressourcen verwendet und das war auf jeden Fall eine richtige Herausforderung für die Programmierer von damals. Deshalb in das Jahr 2003 ist unser Kollege John Bronson gekommen und hat gesagt, okay, wir werden die erste Version von Spring machen. Und Spring hat einfach ein großes Boom gemacht, weil mehr leichter und einfach und alle diese Komplexität von die Java 2 Enterprise Edition hat komplett vermeiden, also hat komplett diese ganze Komplexität reduziert. Und deshalb eine Lawine von Programmierern und Unternehmen haben sich für Spring entschieden. Aber die Leute von Sun Microsystems haben gemerkt, alle guten Merkmale von Spring, und haben gesagt, okay, was macht so toll Spring? Und in die nächste Version von Java Enterprise Edition, genau in 2005, haben neue Updates gemacht und diese Updates haben die Bearbeitung mit den Enterprise Java Builds viel besser optimiert und die Implementierung war mehr einfacher. Und seitdem eigentlich Java Enterprise Edition und Spring hatten viele Ähnlichkeiten und sind parallel entwickelt. Die Sache ist vielleicht, dass viele Entwickler waren schon mit Spring dabei und die Unterschied zwischen Java Enterprise Edition und Spring war eigentlich nicht so groß, aber trotzdem die Updates von
Die letzte Version von Java Enterprise Edition sind spät gekommen, wenn die meisten von den Entwicklern haben sich schon für Spring entschieden. Deshalb ist heutzutage Spring ein Framework, das am meisten verwendet. Es gibt auch noch mehrere Gründe, aber das wäre einer von denen. Das wäre eigentlich das alles für dieses Thema. Aber ich wollte auch erstmal sagen, wenn du die Frage hast, soll ich erstmal mit Frameworks oder reinprogrammieren anfangen? Auf jeden Fall, ich empfehle es dir, erstmal reinprogrammieren. Weil wenn du erstmal richtig gut reinprogrammieren kannst, dann kannst du danach sehr gut umgehen mit den Frameworks. Beziehungsweise in der Fall mit Spring. Deshalb habe ich immer gesagt, erstmal bitte mit Java Enterprise Edition Erfahrung sammeln oder Kenntnisse haben und dann kannst du gerne danach mit Spring sehr gut anfangen. Das war alles für dieses Video. Ich hoffe, dass dir gefallen hat und wenn ja, bitte einen Daumen nach oben, lasst ein Abo und auf jeden Fall einen Kommentar. Ich warte auf euch in die nächste Video. Bis dann, viel Spaß bei Coding. Adios!